Mein Gast im heutigen Coffee Talk ist Michael Kenzia und wir sprechen über finanzielle Bildung und insbesondere finanzielle Bildung bei Jugendlichen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Mitgründer und CEO von TrueWealth. Michael, vielen Dank, dass du heute mit uns bist. Vielen Dank für die Einladung, Felix. Michael, du bist Ökonom, hast in Köln promoviert und du leitest den Studiengang International Management an der ZHW, also an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Genau. Und du hast auch eine Studie mitgeschrieben mit dem Titel Financial Literacy Among the Youth in Switzerland, also auf Deutsch Finanzkompetenz bei Jugendlichen in der Schweiz. Das ist richtig, ja, zusammen mit einem Studierenden, ja. Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich erkläre nachher auch, wieso das spannend ist für uns. Aber lass uns vielleicht, bevor wir über Jugendliche sprechen, ganz allgemein, wie steht es um die Finanzkompetenz in der Schweiz? Ja, um sie steht es wie in der Welt auch bescheiden, wenn ich das mal sagen darf. Die richtige Ansprechpartnerin wäre natürlich für die weltweite Studie Anna-Maria Lusardi. Sie hat das sogenannte FLAT-Projekt initiiert, Financial Literacy Around the World. Das ist nicht Flat Earth. Das war dann das Ergebnis, dann trotzdem, dass die Welt dann doch flach ist, mit Blick auf die Finanzbildung oder Finanzkompetenz der Menschen. Und es ging um entwickelte Länder und hier haben die deutschen Teilnehmer und auch die Schweizer Teilnehmer noch die besten Ergebnisse erzielt mit 50% richtigen Fragen. Ja, ich habe in deiner Studie gesehen, also das macht man nicht nur in der Schweiz, sondern solche Studien werden schon seit längerer Zeit in verschiedenen Ländern standardisiert immer wieder geführt. Ja, Ganz richtig. Zur Finanzkompetenz, auf Englisch spricht man von Financial Literacy, Finanzkompetenz oder finanzielle Bildung. Also das heißt, die Schweiz so schlecht, im Vergleich zumindest zu anderen Ländern, schneidet die Schweiz sehr gut nicht ab. Ja. Mitführend kann man sagen. Interessant war dann eben einmal auch dieser Unterschied bei den Geschlechtern. Wie man das erhebt, das ist eigentlich auch ganz spannend. Das sind ganz einfache Fragen eigentlich. Welche sind das? Ganz einfache Fragen. Die erste Frage ist, wenn du heute $100 hast und die wird mit 2% verzinst, ist das dann in einem Jahr mehr, weniger? Ich weiß nicht. Oder gleich viel. Ja, gleich viel. Die zweite Frage war dann, wenn du jetzt auch wieder diese $100 hast, du legst sie an und du hast auf dem Sparkonto einen Zins von 2%, aber gleichzeitig herrscht eine Inflation von 3%. Hast du dann im nächsten Jahr mehr, weniger? Ich weiß nicht. Und die dritte Frage war, ist es sicherer, in eine Aktie zu investieren oder in einen Fonds mit mehreren Aktien zu investieren? Ja, sprich die Diversifikation, das Prinzip der Diversifikation. Ja. Das sind eigentlich 2 oder 3 sehr einfache Fragen. Ja. Und trotzdem macht es vielen Leuten Mühe, diese Fragen richtig zu beantworten. Ja, also ich hatte mit einem Journalisten, dem Herrn Erdle, vom Beobachter mal darüber gesprochen oder darüber gehirnt. Warum ist das eigentlich so, Felix? Ja, warum sind die Finanzkompetenzen mit 50% richtiger Antworten so bescheiden in doch entwickelten Ländern? Ja, du hast es vorher angesprochen, gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den Studienergebnissen? Genau, also das haben wir dann im Rahmen des Papers eigentlich nochmal gezeigt. Wir hatten eine Gruppe, die war unter 35 Jahre alt. Man muss dazu sagen, Dietrich hat von der Hochschule Luzern eine noch viel umfassendere Studie zu diesem Thema angeboten mit 1300 Teilnehmern. Und er kam interessanterweise auf das gleiche Ergebnis, das wir auch kamen. Also wir haben eigentlich nur frühere Befunde gestützt, bei denen die Männer, muss man jetzt sagen, zu 60% richtig lagen und die Frauen nur zu 40%. Im Mittel gab es dann immer noch diese 50%. Ich glaube, ihr habt aber auch das Interesse auch abgefragt. Ganz richtig, genau. Und das ist, man muss sich das so vorstellen, manchmal mit den Finanzen, Financial Ratios, mit manchen Themen, Berechnungen, das kann schon mal auch trocken ausfallen und ich glaube, da verringert sich dann automatisch auch das
Interesse. Also mir geht es jetzt darum, hier Bewusstsein zu schaffen für die jungen Menschen in meinem Studiengang. Die sind ja Generation Z, also gebürtig um das Jahr 2000, ein paar Jahre davor, ein paar Jahre danach. Also ich habe so mit Studenten zu tun, die sind so am Anfang 20. Ja. Und manche interessieren sich sehr dafür und manche klammern das Thema Großteil aus. Und was wir zeigen konnten oder beziehungsweise auch wieder etwas, was schon andere Studien gezeigt haben, in den jungen Jahren haben 70% aller Jugendlichen noch gar keine Berührungspunkte mit Aktien gehabt. Sie haben noch nie eine Aktie besessen. Aber das verändert sich im Laufe der Zeit. Also das ist die gute Nachricht heute. Ich komme ja auch mit guten Nachrichten, Felix. Die Finanzkompetenz steigt im Laufe der Jahre an. Und eine Studie, je älter du wirst. Genau. Ja. Und im Jahre 2015 wurde eine Studie zu den USA erhoben. Und da haben sie gezeigt, dass es Ende, wenn man 60 ist, Anfang 70 ist, dass dort eigentlich so der Höhepunkt der Finanzkompetenz erreicht wird erst und danach geht das wieder runter. Kommt ja auch dazu, dass die Leute am meisten Geld haben, am meisten, also das Reichtum, zumindest in der Schweiz, konzentriert sich eigentlich auf die älteren Leute. Bei den Jüngern ist es weniger, kann man auch sagen, ja, dann macht es auch mehr Sinn, dass man sich mit dem Thema noch mehr beschäftigt, aber trotzdem, es ist eigentlich für alle wichtig, Finanzkompetenz und dass man weiß, was investieren bedeutet. Genau, weil die Jugendlichen haben ja einen gewaltigen Vorteil. Sie haben ja noch ziemlich viel Zeit zum Investieren. Und diese Zeit alleine, sprich Zinseszinseffekt, die löst ja was Schönes aus. Ja? That's where the magic happens, sage ich mal. Und wo das Geld dann wirklich für einen anfängt auch zu arbeiten. Und die Jugendlichen haben, ja, fairerweise muss man sagen, sehr viel mehr Zeit, Lebenszeit, aber dafür weniger Mittel als dann ältere Generationen. Das stimmt schon. Du hast vorhin gesagt, die Finanzkompetenz, die Financial Literacy, die steigt mit dem Alter. Aber in einer der Studien habe ich auch gesehen, es korreliert auch, ob die Leute investiert sind, also ob sie teilnehmen am Aktienmarkt. Oder vielleicht geht die Kausalität in die andere Richtung. Wahrscheinlich ist es eher so, Leute, die eine höhere Finanzbildung haben, die sich da besser auskennen, die sind auch eher tendenziell investiert und nutzen die Möglichkeiten des Finanzmarktes. Also das würde ich unterstreichen mit Blick auf die Bildung. Ja, je höher der Ausbildungsstand des Individuums, desto besser eigentlich auch höher die Finanzkompetenz. Wo wir das nicht zeigen konnten, war mit dem Einkommen interessanterweise oder dem Vermögen. Da konnten wir jetzt nicht so eine Kausalität oder Korrelation irgendwie erkennen. Ja, wir sind ein Online-Vermögensverwalter, wir haben ein natürliches Interesse daran, dass möglichst viele Leute möglichst gut gebildet sind in Finanzfragen. Denn ich glaube ganz fest, je mehr, dass du von einem Thema verstehst, desto mehr wirst du auch eine Lösung, wie wir sie anbieten, nutzen. Also wir haben da ein Eigeninteresse, dass Leute mehr wissen und die Dinge besser verstehen, wenn es ums Geld, wenn es ums Investieren geht. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig in deinem Job, also als Leiter des Studiengangs International Management, da ist Finance ein wichtiger Bestandteil. Mit Sicherheit. Also wir haben natürlich Fächer wie Accounting, Finance, Statistik und diese Fächer werden dann noch im Ausland vertieft. Also bei uns ist das so, wir haben einen englischsprachigen Studiengang und unsere Studierenden müssen ein Jahr ins Ausland gehen und dort vertiefen sie dann auch nochmal entsprechende Kompetenzen. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass die finanzielle Führung sehr wichtig ist für ein Unternehmen und auch daraus lässt sich ja auch so eine Anlagekompetenz dann ableiten. Sprich, auch Unternehmen besitzen ja oft, die an der Börse kotiert sind, Aktien von sich selber und spielen selber Bank. Ja, das ist auch wichtig zu wissen und der Aktienkurs oder die Aktienkurse folgen den Gewinnen. Also es ist immer auch gut, Gewinne zu erwirtschaften. Die müssen natürlich auch buchhalterisch irgendwo dargestellt werden. Ja. Jetzt haben wir vorher gesehen, mehr finanzielle Bildung führt auch tendenziell mehr dazu, dass Leute dann auch investieren. Ja? Also das heißt, am globalen Wirtschaftswachstum über die Kapitalmärkte teilnehmen. Es gibt aber auch eine Schattenseite von dem und in der Forschung, in der Behavioral Finance, also
die Forschung, die sich eigentlich mit der Psychologie und mit Finanzen auseinandersetzt oder mit der Wirtschaft und mit der Psychologie auseinandersetzt, gibt es den Begriff von der Overconfidence. Also auf Deutsch kann man es nicht so gut übersetzen, aber Selbstüberschätzung oder übersteigertes Selbstvertrauen. Ja. Und da schneiden ja Männer leider, nicht oder so nicht gut. leider, aber die da sind die Frauen uns Männern überlegen. Die sind ein bisschen mehr gefeit vor dieser Selbstüberschätzung, wenn es um Investieren geht. Ja. Du hast mich da auch auf ein sehr schönes Paper, ist nicht mehr ganz neu, aber ich finde es wunderschön, gebracht. Und zwar das Paper von Terry O'Dean und Brett Barber, Boys Will Be Boys. Ja. Ein schöner Titel. Es ist natürlich für uns Männer, wie soll ich sagen, aber es trifft dann doch den Kern. Wir neigen dazu, und das sind beispielsweise nicht die einzigen Autoren, die zu diesem Befund kommen. Ja. Das ist also wirklich gesichert. Es gilt als gesichert, dass wir Männer sozusagen unsere Fähigkeiten etwas überschätzen und Frauen sogar dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Wir haben jetzt, wenn ich nochmal zurückkommen darf, auf die Financial Literacy, eben diesen Gender Gap auch, oder diese Unterschiede bei den Geschlechtern eben bestätigen können. Und es ist immer wieder interessant, festzustellen, eigentlich sind die Frauen ja doch sehr gut beim Anlegen, weil sie eben nicht so zittrig sind oder so zappelig wie wir Männer. Das ist ja eigentlich die Kernbotschaft dieses wunderschönen Papers, dass Männer dazu neigen, das Gras ist jetzt wieder grüner auf der anderen Seite, dann steige ich hier aus dieser Position aus und eröffne eine andere Position. Und durch dieses Traden, durch dieses Verhalten, das wir an den Tag legen, reduzieren wir ganz eindeutig das Ergebnis. Und hier lagen die Frauen dann besser. Also bei ihnen war diese Bias nicht so stark ausgeprägt. Sie haben dann eher so eine ruhige Hand gezeigt, die sich dann sehr positiv auf das Ergebnis oder nicht so stark negativ ausgewirkt hat. Also für unser Publikum, ich habe mir die Zahlen hier aufgeschrieben aus dem Paper und ich finde es wirklich spannend. Das Paper ist nicht mehr neu. Ich glaube, die haben das in den USA, haben sie 35 Haushalte untersucht bezüglich ihrem, wer wie viel getradet hat. 35.000. Ja, 35.000. Genau. Ja. Und in den 90er Jahren, und die sind zum Schluss gekommen, dass die Frauen 1,72% Rendite pro Jahr eigentlich verloren haben, weil sie zu viel getradet haben. Bei den Männern war es aber 2,65% pro Jahr. Also bei beiden gibt es den Effekt, dass man sich wie ein bisschen überschätzt und dann zu viel tradet, wenn man investiert. Und wegen all diesen Transaktionskosten, in der Schweiz hast du auch noch die Stempelsteuer, aber du hast auch versteckte Kosten, hast den Bid-Ask-Spread, also die Geldbriefspanne. Das wissen viele nicht. Und wenn du einfach zu fest in jetzt deine Marktsicht vertraust und immer wieder deine Investments änderst und da rausgehst und da reingehst, dann erzeugst du einfach schöne Gebühren für die Industrie, aber für dich eine schlechte Rendite. Ganz richtig, ja. Vielleicht ist es auch so eine Art Activity Bias, dass wir wollen was machen oder Menschen, wir wollen was machen. Wir sind sehr handlungsorientiert. Eines unserer Grundbedürfnisse ist auch diese Selbstwert, die Erhöhung unseres Selbstwerts. Und wenn wir glauben, wir hätten jetzt einen ganz tollen Trade gemacht, dann erhöht das vielleicht die. Ich weiß, ich kenne die Gründe jetzt nicht im Genauen, aber wir sind sehr aktiv. Und hier wäre eine ruhige Hand, eine fast schon ruhende Hand, viel besser. Also vieles spricht dafür, dass so passive Anlagestrategien, sprich über ETFs, am besten noch mit thesaurierenden, also Gewinnen, die einbehalten werden und immer reinvestiert werden, Stichwort wieder Zinseszinseffekt, dass die doch eigentlich sehr gut geeignet sind, da schreibe ich gerade in einem Paper dazu, um eben diese Fehler, die wir haben, unsere Schwächen, sage ich mal, wieder auszubügeln. Ja, dafür eignen sich diese ETFs. Ja, also benutzen wir ja auch bei uns, aus genau diesen Gründen. Ich habe vor Jahren mal im Internet ein bisschen auch geschaut nach Erfahrungsberichten von Leuten, die zu viel getradet haben, und ich fand es erschreckend. Also da findest du Erfahrungsberichte von Leuten, die über Jahrzehnte ihr Vermögen selber angelegt haben und dieses Excessive Trading, also zu viel Trading gemacht haben, die dann über Jahrzehnte irgendwie 70-80% ihres Vermögens verloren haben. Also die irgendwie mit, weiß nicht,
500.000 begonnen haben und jetzt haben sie noch 100.000 oder so. Und das ist schon traurig dann, wenn man dann nach langer Zeit eigentlich dann zum Schluss kommen muss, oh, hat alles nichts gebracht, im Gegenteil. Genau, dann fehlt es vielleicht an Reflexionsbereitschaft, nach einem Jahr auch mal über die Bücher zu gucken. Wie stehe ich im Vergleich zu einem Benchmark? Also das ist mal ganz wichtig. Es gibt ja so bedeutende Benchmark-Index wie den MSCI World oder den Standard & Poor's 500. Und damit würde ich mich immer wieder vergleichen. Fahre ich denn wirklich besser als die? Und wenn nicht, also wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Das schaffen glaube ich, 10% der Anleger im Jahr. Aber diese Indexe schlagen, schaffen es nicht dauerhaft. Ja? Und da muss man genau differenzieren. Und dann sollte man schon vielleicht, also den Größteil des Vermögens, wäre jetzt meine Denkweise, in diesen ETFs parken. Man hat bei dem S&P 500 automatisch 500 sehr breite und stabile Schultern, auf denen man das Geld parkt, mit großen, namhaften Unternehmen. Gleichzeitig, wenn man jetzt an den Vanguard, ich bin ein großer Fan von Vanguard, das ist so der Coop oder die Migros, so die Genossenschaft dieser Institution, die das anbietet, mit relativ günstigen Gebühren. Und also ein Vanguard, FTSE World, da besitzt man automatisch 3.700 Aktien weltweit über sämtliche Sektoren hinweg. Taiwan, Saudi-Arabien, nicht nur Deutschland, Frankreich. Wer schafft das denn schon? Welcher private Investor hält einerseits 500 Einzelaktien oder andererseits 3.700? Also ich weiß von John Templeton, einer historischen Figur, aber ein Star-Investor, der nachweislich den Markt sehr häufig geschlagen hat, dass er dann über 300 Aktien besaß. Und das geht so in die Richtung, was so die moderne Portfoliotheorie auch sagt. Ja. Also wir setzen natürlich auch die ETFs von Vanguard ein, unter anderem, da fällt mir ein, das Votum von dem Gründer von Vanguard, der gesagt hat, in investing you get what you don't pay for. Also nur weil du irgendwo für ein Anlageprodukt mehr zahlst, heißt das nicht, dass du mehr dafür bekommst, dass du eine bessere Rendite bekommst, sondern wahrscheinlich im Gegenteil. Deshalb hat er auch dafür geschaut, dass seine ETFs möglichst tiefe Kostenquoten haben. Ja, der Erfinder, Bogle, der Erfinder der SPY, genau. Der Erfinder der ETFs. Genau. Vielleicht, diese Overconfidence ist schon ein sehr, sehr starkes psychologisches Moment, oder das eigentlich für großen Schaden, wenn es um Investieren geht, erzeugt. Also dieses übersteigerte Selbstvertrauen. Natürlich, wenn ich einfach in einen ETF investiere, ist vielleicht nicht ganz so spannend. Es ist natürlich schon spannender, wenn ich jetzt irgendwie 3 Aktien auswähle und dann an der nächsten Party kann ich halt darüber sprechen, wie toll jetzt die performt haben, ja, wie weise ich da war, dass ich genau die richtigen erwischt habe. Es ist ja auch so, man spricht dann nur über die Selbstverständlich, die Gewinner. Die Gewinner, ja. Niemand spricht über die Verlierer. Nein, genau. Das wollen wir nicht. Also ganz klar, es gibt diesen Effekt auch beim Gambling. Man will halt doch auf das Gewinnerpferd wie beim Pferderennen setzen. Das ist vielleicht ein lustvoller Antrieb, den wir haben. Nochmal, wir sind ja sehr bedürfnisgesteuert, wir wollen uns kompetent erleben. Und wenn man dann so einen Gewinner hat, mit dem man sich schmücken kann, dann ist das natürlich auch sehr schön. Das hebt das Selbstwertgefühl. Und diese passive Anlagestrategie mit den ETFs, mit 500 oder 3.800 Unternehmen scheint da doch im Vergleich vielleicht etwas zu langweilig. Ja. Aber langfristig halt doch besser. Ja. Natürlich. Ja. Ich versuche mir einen Reim darauf zu machen, ob es da noch andere Gründe gibt, ja, für dieses Excessive Trading, diese Selbstüberschätzung. Es wäre naheliegend zu sagen, ja, Testosteron, ja, das bringt uns dazu, dass wir einfach gerne Risiken eingehen und da manchmal auch aufs Volle gehen. Aber vielleicht greift das zu kurz. Es gibt noch einen anderen Effekt, auch in der Behavioral Finance, den Dunning-Kruger-Effekt, dass wenn man Leute nach ihrer eigenen Einschätzung zu ihrer Kenntnis in einem Fachgebiet befragt, Biologie, Finance, was auch immer, und man schaut, wie es wirklich ist, also was sie objektiv wirklich wissen über das Fachgebiet, dann sieht man, dass Leute, die wenig wissen, schätzen sich fast gleich hoch ein selber wie Leute, die Experten sind in dem Fachgebiet. Ja? Und auch Leute, die mittelfiel wissen, überschätzen sich noch. Ja? Und bei den Experten ist es ein bisschen umgekehrt. Die neigen dann manchmal zur Unterschätzung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie überhaupt sehen können, was sie nicht wissen.
Aber das kannst du nur sehen, wenn du schon viel weißt über ein Gebiet. Ist übrigens, ich finde, ist auch in Finance so. Also Finance und Portfoliotheorie ist sehr spannend. Auch ich habe einen Hintergrund als Physiker, Mathematiker. Da gibt es vieles, wo man all das anwenden kann. Also es wird einem nicht langweilig, aber es braucht einiges, bis man überhaupt sieht, was es alles zu wissen gibt und dass wir noch nicht alles wissen. Würdest du sagen, Dunning-Kruger-Effekt spielt auch ein bisschen rein in dieses Problem mit der Overconfidence beim Trading? Es kann sehr gut sein. Ich kann nicht auf eine Korrelation verweisen, ich habe das nicht untersucht, aber es kann schon sein, dass jemand, der mehr Einblick hat, ist das Thema und Finanzentscheidungen sind sehr komplex und so die Struktur eines ETFs mit 3.800 Unternehmen, die muss man ja erstmal vornehmen. Ja, das muss man sich ja erstmal zutrauen. Und dann entsteht, glaube ich, auch mit dem Wissensstand eine gewisse Demut. Ja. Auch vielleicht mit dem Lebensalter, dass man bei der einen oder anderen Aktie, sind wir ehrlich, Felix, vielleicht nicht so aufs richtige Pferd gesetzt haben. Es gibt also Verluste, es gibt auch Totalverluste und man wird demütiger. Und da kommt dann das Thema Risikomanagement rein, dass man dann wirklich dazu übergeht, okay, ich bin gut, aber vielleicht können es die anderen ja auch oder sogar noch besser. Und dann fängt man an, mit dieser Einsicht in ETFs zu investieren. Also da möchte ich jetzt gar nicht so drauf hinweisen, weil ich gar nicht die Zahlen dafür habe. Aber es könnte durchaus der Fall sein. Und jemand, der diese Komplexität nicht erkennt, der schätzt sich dann wie bei den Autofahrern, die wurden ja auch, da gab es ja auch diese Untersuchungen, wurden auch befragt, wie schätzt du dich ein? Gehörst du zu den 50% Besten oder 50% Schlechtesten? Und sehr, sehr viele, natürlich die überwiegende Mehrheit, hat gesagt, nee, ich bin super, ich gehöre natürlich in das Feld der Besten. Und so sind wir vielleicht auch. Vielleicht hat das auch Gründe mit der Evolution. Ja, wir müssen uns das Leben so ein bisschen schönreden. Unsere Leben sind endlich. Ja, dass wir da vielleicht, dass das vielleicht wichtig ist für uns. Ja. Ich glaube, das ist sonst auch nicht schlecht. Es ist schon gut, wenn man ein gesundes Selbstvertrauen hat. Das hilft uns in vielen Lebensbereichen. Es ist einfach gefährlich, wenn es um Geld geht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Dein Stichwort Demut finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, dass man da auch ein bisschen Demut an den Tag legt, auch ja, was man selber kann. Auch übrigens für Profis. Also es fällt ja auch professionellen Investoren extrem schwer, den Markt vorherzusehen. Also jetzt dieses Stockpicking, dass du die beste Aktie, die richtigen Aktien findest oder dass du das Market Timing, dass du den richtigen Zeitpunkt findest, um in den Markt einzusteigen und dann auch wieder den richtigen Zeitpunkt wieder rauszugehen. Das verkauft sich sehr schön, das klingt super, ist extrem schwierig. Und auch Profis schaffen das manchmal, aber sie schaffen es nicht systematisch. Es ist extrem schwierig, dass du das immer wieder hinkriegst. Das sind zwei gute Felder, die du ansprichst. Felix auch sehr gut untersucht. Einmal Market Timing, unglaublich schwer. Ja. Also ich würde jetzt niemanden ernst nehmen, der mir sagt, er könnte den Markt timen. Oder natürlich das andere war Herding. Also wir Menschen sind soziale Tiere, ja, sozusagen. Wir beobachten das Verhalten der anderen. Und wenn auf einmal auf irgendwelchen Foren oder in den Medien der nächste heiße Kandidat, sei es ein IPO oder das die Zukunftsaktie gepriesen wird. Ich erinnere mich noch an die Blase damals mit der Telekom. Das war ja so die Internetbubble. Hier die Bild-Zeitung titelte die Volksaktie, ja. Die Deutsche Telekom. Und wir wissen alle, worin das gemündet hat. Wenn zu viele von uns in die gleiche Richtung marschieren, dann hat das oft nicht so gute Konsequenzen für uns. Also dann gab es danach natürlich das Platzen der Internetblase und mit dem Platzen sind natürlich viele Internetanbieter oder diese Unternehmen auch den Bach runtergegangen. Also Herding ist ein Phänomen, wir schauen uns immer gegenseitig an, was fährt der Nachbar für ein Auto, wie wohnt unser Nachbar. Ja. Ja, das ist in uns drinnen, das hat vielleicht auch wieder Gründe mit der Evolution, ja. Das hat vielleicht auch das Überleben gesichert. Wenn ich weiß, aha, der Felix hat jetzt ganz tolle Blaubeeren irgendwo gepflückt und die schmecken ihm gut und nach 10 Minuten steht der eigentlich immer noch gut da, dann sichert das, dann weiß ich, aha, ich kann die wahrscheinlich auch essen. Es geht mir morgen auch immer noch gut. Ja. Ja. Oder wenn du nicht auffällst, wenn du nicht so stark auffällst, dann wirst du nicht aufgefressen. Also die Zebras, die sehen aus wie die anderen Zebras und dann kann ich der Löwe nicht fangen.
Und wenn du den Zebra einen roten Punkt aufs Fell malst, dann kann er dich anpeilen und kann er dich holen. Und vielleicht darf ich noch einen Punkt da hinzufügen. Also wir werden auch von unserem Gehirn belohnt, wenn wir permanent unsere Umgebung screenen. Ah, ja? Stichwort Social Media, das Scrolling. Super. Ich bin auch selber TikTok anfällig, muss ich gestehen. Ja? Und man wird belohnt. Unser Gehirn schüttet Glückshormone aus, weil wir ja permanent unsere Umgebung anschauen. Und das wurde eben auch in der Evolution belohnt. Ja? Ja. Weil ein Fehler, vielleicht möglicherweise isst du mal rote Beeren, die dir gar nicht so gut bekommen. Also Fehler waren früher auch vor 5.000 Jahren, 10.000 Jahren teilweise fatal. Ja. Und deswegen, das spielt jetzt wieder, da gehe ich jetzt wieder in die Verlust, in die Risikoaversion mit Daniel Kahnemann und Amos Tversky. Die haben ja damals auch den Nobelpreis dafür bekommen, weil sie erkannt haben, ja, wir sind risikoavers. Ja, was auch gut ist. Also wenn der Markt risikoneutral wird, dann ist schlecht. Und diese Messung hat dann ergeben, dass also der Gewinn von 100 Franken uns nicht so elektrisiert, wie der Verlust oder nicht diesen Effekt aufhebt, wie der Verlust von 100 Franken. Also wir müssen 200 Franken gewinnen, dass wir das ausgleichen. Also Verluste wiegen sehr schwer im Magen. Ja. Vielleicht zurück den Bogen zu den Jugendlichen. Du hast vorher angesprochen, so wenn alle vom Markt sprechen oder jetzt eine Aktie in den Himmel loben und dann kommt dieses Herdenverhalten dazu. Vielleicht jetzt bei Jugendlichen Nvidia könnte so ein Beispiel sein. Ja, die Jugendlichen kaufen irgendwie Grafikkarten und verstehen da auch recht viel vom ganzen Geschäft und denken dann, ja, da musst du jetzt rein. Aber was sie nicht bedenken ist, und da muss man natürlich einen Schritt weiter denken, dass wenn alle so denken, dann wird wahrscheinlich diese Aktie eben halt überbewertet sein. Ja. Das kann nicht aufgehen. Es kann nicht irgendwie also dieses Herdendenken kann wenn es um Finanzen, wenn es um effiziente oder liquide Märkte geht, kann ja nicht funktionieren. Ja. Also ich würde jetzt gerne das beste Finance-Buch aller Zeiten zitieren, The Most Important Thing von Howard Marks. Und der kommt genau auf den Punkt zu sprechen, wenn wir alle hier glauben, und es herrscht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass die und die Aktie super ist, dann ist natürlich der Preis auch entsprechend hoch. Genau. Wohingegen die Chancen lauern. Und hier nochmal das Buch, The Most Important Thing von Howard Marks. Also ich bin großer Fan von ihm. Er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gründer von Oaktree. Ja. Der hat dann gesagt, ja, und wir finden die Schätze in den ungeliebten Industrien, die am wenigsten respektiert sind. Da gibt es natürlich auch die günstigen Preise, aber nicht in den Werten, die regelmäßig durch die Medienlandschaft wandern. Hier ist das natürlich schon eingepreist. Das wird unterschätzt. Ja. Genau. Na gut, da muss man aber auch einen Schritt weiter denken. Also wenn man irgendwie die Basics versteht von der Wirtschaft, vom Wirtschaftsleben und auch wie Kapitalmärkte funktionieren, wie Aktienmärkte funktionieren, dann hat man noch nicht verstanden, dass das Ganze so ein selbstbezügliches Moment drin hat, sprich, wenn alle so denken, dann ist es ja im Preis drin und dann macht es vielleicht genau das Gegenteil von dem, was du denkst, was es machen wird. Ja. Genau, also es ist immer wieder dieser Contrarian Investor, auf den es hinausläuft. Das heißt aber nicht im Verhalten anders oder genau in die andere Richtung laufen, wie jetzt, sage ich mal, die Herde, sondern anders denken. Ja, was wird gerade übersehen? Und es gibt momentan tolle Sektoren mit unterbewerteten Aktien, auch im Bereich Finance, die sehr große Gewinne abliefern, aber über die wird nicht gesprochen. Die sind dann einfach langweilig. Genau. Oder natürlich auch ungeliebt. Das sind Industrien, wenn man bedenkt, Klimakrise, welche Industrie ist jetzt gerade an allem schuld? Klar. Gefühlt, dort sind auch noch Schätze zu heben. Ja. Jetzt zurück zum Thema Jugendliche. Wie steht es um die Finanzkompetenz bei Jugendlichen? Ja, wie ich gesagt habe, durchwachsen. Aber das ändert sich ja im Laufe des Lebens. Die Generation Z, wir hatten ja die Menschen unter 35 angeguckt. Generation Z ist ja noch mal jünger, 10 Jahre, so ein bisschen Anfang 20. Wie gesagt, die haben nur 30%
davon hatten überhaupt mal Kontakt zu einer Wertschrift, zu einer Aktie und 70% nicht. Aber im Verlauf des Lebens ändert sich das. Ja, also eben die Älteren, da waren wir schon, weil die 60, 65, 70-Jährigen, die haben natürlich einen ganz großen Anteil. Da haben vielleicht 20%, mit denen sage ich mal 60 oder 65-Jährigen, noch nie Berührung mit einer Aktie gehabt. Aber das ändert sich im Laufe des Lebens. Geld wird immer wichtiger. Wir treffen immer komplexere Anlagenentscheidungen. Am Anfang muss ich ja nur die Miete von meiner Studentenbude bezahlen. Später muss ich ein eigenes Auto kaufen. Ich kaufe vielleicht eine eigene Immobilie. Ich habe andere finanzielle Verpflichtungen gegenüber meiner Familie. Also das verändert sich. Das sind ja auch wirklich gute Nachrichten. Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein bei Eltern, das steigt auch, dass es wichtig ist, dass schon ihre Kinder, also vor allem wenn sie dann Jugendliche werden, Teenager werden, dass man sich dem Thema Geld und auch Investieren stellen muss. Wir haben jetzt kürzlich ein neues Produkt lanciert, wir nennen das Kinderportfolios, mit dem erlauben wir Eltern und ihren Kindern eigentlich Geld, das den Kindern gehört, effizient, diversifiziert zu investieren. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass die Eltern auch den Kindern ein Login geben können, sodass die Kinder auch da schon reinschauen können. Macht natürlich beim 2-Jährigen noch keinen Sinn, aber wenn es dann Teenager sind, dann können sie da reinschauen. Ja, was macht die Performance? Ist mein Portfolio im Plus oder Minus? Wie ist die Anlagestrategie? Wir haben auch erlaubt, dass die Kinder, wenn die Eltern das dann erlauben, die Anlagestrategie auch mitgestalten können, also mit individualisieren können. Eltern müssen natürlich noch das Blatt geben, müssen das bestätigen, dass das okay ist, damit das rechtlich funktioniert. Und wir sehen eigentlich schon, das ist ein Produkt, das sehr auf Anklang stößt. Also das interessiert Eltern. Erstens, dass sie für Kinder investieren können, aber auch, dass da Kinder mit im Driving Seat sein können, dass sie da auch mitsehen, was passiert. Denkst du, darf man das? Also dass Jugendliche schon investieren dürfen. Wie würdest du mit der Frage umgehen, darf jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher mit 15 schon, oder soll er sich überhaupt schon mit Investitionsthemen beschäftigen? Also ich würde meine Antwort gerne teilen in einen Teil meiner Studenten. Was machen eigentlich die jungen Menschen? Und dann würde ich übergehen zu den etwas noch jüngeren Menschen. Und bei den Studenten ist es teilweise so, was ich beobachte, wir haben die auch jetzt wirklich mal getrackt und nachvollzogen, wohin geht ihre Reise. Und 70% gehen dann wieder in den Arbeitsmarkt. Sie haben ja häufig schon eine Ausbildung abgeschlossen. Und dann geht es zum nächsten Arbeitgeber. Hier werden sehr viele Weichen noch gestellt in der Jugend. Und sie wissen ja auch nicht, wo werde ich am Ende des Tages, wo werde ich landen. Und 20%, das ist sehr erfreulich, die machen dann weiter mit der Ausbildung, mit ihrem Master. Aber da gehen ja meistens auch die Studierenden in eine andere Stadt, vielleicht auch in ein anderes Land. Das ist bei mir sogar sehr wahrscheinlich. Und das heißt, da gibt es noch so viele Umwürfe, die viel Kapital benötigen, dass man eigentlich gar nicht, so kenne ich das noch aus meiner Jugend, ja, gar nicht die Zeit hat, die Aktien wirklich zu halten. Und da gibt es auch Studien von der New York Stock Exchange, also ich komme zu der Beantwortung deiner Frage zurück, die zeigen, dass in den 60er Jahren die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie bei über 6 Jahren lag. Die durchschnittliche Haltedauer. Und jetzt? Dann 80er Jahren, 70er Jahren ging es runter. 90er Jahren waren es ein bisschen über 2 Jahre und jetzt Jahre 2020 habe ich Zahlen von der New York Stock Exchange, die sprechen von 5,5 Monaten. Ja. Also das ist wieder dieses Zeit. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema Overconfidence und Excessive Trading. Ja. Genau, und aber auch die sind noch in einer anderen Phase als vielleicht ein 50- oder 60-jähriger Familienvater. Die brauchen noch die Liquidität, sage ich mal, um noch die Kaution da, hier, die Reise dort auch unternehmen zu können. Oder ich würde sagen, vielleicht, wenn du jung bist, vielleicht ein sehr gutes Investment ist ja vielleicht auch einfach das Investment in dich selber, sprich eine Ausbildung oder eine Weiterbildung. Ja. Genau, das würde ich auch sagen. Und jetzt gehe ich mal eine Fraktion oder eine Kohorte runter, also die jungen Menschen. Also ich finde, dieser Umgang mit Geld ist in der Gesellschaft immer noch ein kleines Tabuthema. Über Geld spricht man nicht. Dabei wäre es ja gut, darüber sich auszutauschen, wie wir jetzt, sonst lerne ich ja nichts. Wenn ich nicht mit einem Experten, wie mit dir oder mit einer anderen Person darüber rede, dann wie soll ich denn darüber
was lernen. Ja? Also, und da muss ich sagen, haben mir die Bücher von den Profis wirklich sehr, sehr viel gebracht. Und deswegen Bücher sind gut und für die noch Jüngeren, die sollten auch mal so einen spielerischen Umgang damit erlernen. Mal im Supermarkt einkaufen gehen mit Papas oder Mamas Geldbörse. Und da gibt es ein wunderbares Buch von Pro Juventute. Juventute heißt das. Genau, Geld zu verkaufen. Und das richtet sich an Kinder, die sind zwischen 4 und 8 Jahren. Und dann wird ihnen bildhaft erklärt, ja, so ein bisschen der Umgang mit Geld erklärt. Genau. Ja. Ich bin lustigerweise auch schon früher auf das Buch gestoßen, hat mir eine Kundin mal empfohlen, mit der habe ich auch über das Thema Kinderportfolios und wie geht man mit Kindern und dem Thema um. Sie hat mir 2 Bücher empfohlen, eines war genau dieses. Ich habe es mir angeschaut, es ist eine sehr schöne Geschichte für Kinder, also jetzt nicht für Jugendliche, wirklich für Kinder. Es geht nicht um Investieren, aber es geht um das Thema Geld und ums Menschsein und wie man zusammen weiterkommt. Michael, habe mich sehr gefreut. Es war sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für das Publikum, fürs Reinschauen. Habe mich auch sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.